Mein Name ist Anja Hollenhorst. Ich wohne seit 2016 hier in dieser Wohnung, arbeite unten im Erdgeschoss im Büro in der Spedition. Mit dem ersten Tag der Inbetriebnahme haben wir hier durch das Windrad extrem hörbare, starke Lautstärke verspürt, was uns so nicht bewusst war. Ein hohes Jaulen, Pfeifen, Piepen und zusätzlich ein tiefer Ton, der, wie wir vermuteten, aus einem mechanischen Ursprung kommt, vielleicht dem Getriebe oder ähnliches. Wir haben die Jalousien geschlossen, die Fenster geschlossen, der Fernseher lief und trotzdem hatte man immer ein und das 24 Stunden am Tag. Wir haben uns relativ schnell ein Messgerät gekauft, natürlich kein Profigerät, einfach nur um zu testen, was passiert hier eigentlich. Wir waren ja völlig neu auf diesem Gebiet. Wir haben Werte zwischen 60 und 70 dB gemessen im Abendbereich und im Nachtbereich, wenn also alle Umgebungsgeräusche auch weg waren oder zumindest ziemlich gering waren. Von Oktober bis Dezember haben wir versucht, uns daran zu gewöhnen. Das ist aber irgendwie unmöglich, denn von Anfang an war der ganz tiefe Brummton da. Der ist schwer zu beschreiben, als wenn ein Trockner läuft oder ein Heizungsbrenner, der befeuert wird. So war das vergleichbar. Wir haben Kühlschrank, Heizungsbrenner, Trockner, Waschmaschine. Wir haben alles abgestellt, einfach um zu gucken, wo kann das herkommen. Die Anlage war natürlich in den Fokus gerückt durch diesen hörbaren Lärm. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass auch dieses tiefe Brummen daher kam. Das ist aber auch 24 Stunden. Und das ist fast noch schlimmer gewesen als dieser hörbare Lärm. Es ist weniger ein Hören als vielmehr ein Spüren. Wirklich so, als wenn die ganze Zeit ein Trockner läuft, der nicht aufhört. Oder wenn ein Flugzeug am Himmel fliegt, aber nicht wegfliegt. Wir haben Vibrationen bis ins Kopfkissen gespürt. Das ist für uns jetzt, damit hängt das zusammen. Es war nicht möglich, wenn wir Frühschicht gehabt haben, dass wir uns mittags mal auf die Couch gelegt haben, auf die Eckbank gelegt haben. Die ganze Zeit, als wenn ganz, ganz leichte Schwingungen einen vom Schlaf abhalten. Oropax, andere Hilfsmittel haben alle nicht gewirkt. Wir konnten nachts nicht durchschlafen und wenn man aufgewacht ist, konnte man auch nicht wieder einschlafen, weil ständig dieses Brummgeräusch ungefähr im Takt dieser Rotorblätter, die sich bewegen, da war. Anfänglich verspürte ich Ohrendruck. Das war ein unangenehmes Gefühl. Nach einiger Zeit, ich würde sagen nach ein paar Wochen, hatte ich wie Glocken auf den Ohren. Das heißt, man hörte nur noch durch irgendetwas hindurch. Und letztlich führte das dazu, dass so ein Flattern in den Ohren immer wieder auftauchte. Also gerade wenn die Umgebungsgeräusche nachgelassen haben, wenn es ruhiger wurde, ich saß im Büro an meinem Computer an einem Sonntag, wo sonst drumherum nichts ist, habe ich das Gefühl, als wenn so eine Plane im Ohr flattert und man hofft dann, dass gleich so eine Explosion kommt, die das Ganze irgendwie die Erleichterung verschafft, aber die Explosion kommt nicht, nur das Flattern bleibt. Was ich zusätzlich bemerkt habe, meine Sehfähigkeit ließ nach. Zu Anfang dachte ich natürlich, das ist jetzt genau das Alter, das kann auch passen. Ich hatte mich dann erkundigt, habe mir auch eine Brille machen lassen. Diese Brille habe ich heute nicht mehr in Gebrauch, seitdem die Anlage jetzt seit ein paar Monaten steht. Ich brauche das einfach nicht. Mein Computerbild war komplett verschwommen. Ich konnte nicht mehr lesen. Das war ein ganz komisches Gefühl, ich hätte es nicht mal vernünftig beschreiben können. Zusätzlich hatte ich Wortfindungsschwierigkeiten, was ich bis dato nicht kannte. Und was ganz extrem war, ich hatte immer und immer öfter starke Kopfschmerzen, die bis in solche Migräneattacken mündeten oder endeten. Ich konnte nichts anderes mehr machen, als meinen Arbeitsplatz zu verlassen mitten am Tag, mich mit Medikamenten ins Bett zu legen und habe weinend darauf gewartet, dass irgendwie in ein paar Stunden besser wird. Mit der Zeit und zum Schluss, nach ungefähr einem Jahr, immer öfter, hatte ich das Gefühl, als wenn mir jemand die Faust in den Magen drückt und nicht mehr loslässt. Das war auch nicht pulsierend oder ähnliches, das war einfach nur ein Magendruck, der nicht mehr nachgelassen hat. Da bei meiner Mutter sich Blutdruck und Puls verändert hatten, habe ich angefangen, das bei mir auch zu kontrollieren, habe mehrmals am Tag zu verschiedenen Zeiten gemessen und habe einen Puls zwischen 80 und 90 festgestellt. Das war für mich sehr unüblich, weil ich sonst einen Ruhepuls von 60 Grad erreicht hatte.
Ich war im Jahr zuvor noch beim Hausarzt und der hat gesagt, durch ihren niedrigen Blutdruck und durch ihren niedrigen Pulsschlag haben sie es schwer, in die Gänge zu kommen jeden Tag, aber es lässt sie zumindest nicht an einem Herzinfarkt sterben. Das ist für mich eine Veränderung, die sich jetzt deutlich gezeigt hat. Immer wenn ich das Gelände verlassen habe, was immer weniger wurde, weil man es einfach fast nicht mehr schafft, man hat keine Kraft, man hat keine Motivation, man ist mit den Gedanken nur noch bei diesem Thema und wie man sich irgendwie retten kann tatsächlich. Aber immer wenn man das Gelände verlassen hat oder auch jetzt, wo die Anlage steht, sind Symptome weg oder zumindest massiv weniger. Bei mir ist eigentlich jetzt im Moment alles weg. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine ganz, ganz starke Empfindlichkeit der Ohren. Ich empfinde laute Geräusche oder auch tiefe Geräusche, empfinde ich wesentlich schneller und wesentlich intensiver. Ich sage mal, der Nachtbus, den habe ich früher weit hinter der Brücke lange noch nicht gehört, wo ich ihn heute höre. Den Trockner im Keller, ich wohne im 1. OG, kann ich nicht mehr laufen lassen. Ich hänge die Wäsche auf, weil es mich wahnsinnig nervös macht. Das führte dazu, dass wir im Januar uns Ferienwohnungen angemietet haben, um zumindest die Nächte in Ruhe wieder verbringen zu können. Das heißt, wir verließen unsere Wohnung, um nachts woanders zu schlafen. Das war auch das erste Mal, dass wir wieder schlafen konnten und dass wir auch Nächte hintereinander durchgeschlafen haben. Das ist aber kein Leben, denn sie verlassen einfach nur das Zuhause, um irgendwo anders zu schlafen und alles andere spielt sich dann wiederum zu Hause ab. Im März haben wir dann gesucht nach jemandem, der uns helfen kann. Wir haben uns an Polizei, Ordnungsamt, Umweltamt gewandt. Alle waren nicht zuständig. Letztlich war es die Bezirksregierung. Für uns etwas unverständlich, weil die in diesem Fall auch die Genehmigung ausgesprochen haben. Durch Bitten und Betteln und durch Erklären unserer Situation, die wir jetzt nur angerissen haben, hat ein Mitarbeiter erwirkt, dass die Anlage des Nachts abgestellt wird. Eine Nachtabschaltung ist immer von 22 bis 6 Uhr. Das ermöglichte uns zumindest in unsere Wohnung zurückzukehren. Das führte natürlich nicht dazu, dass die Belastung während des Tages weg war, aber zumindest konnten wir diese Ferienwohnung aufgeben und die Nächte wieder zu Hause verbringen. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wir haben diese bestimmten Belastungen gespürt, wir haben das am Körper gespürt, wir haben das in den Räumen wahrgenommen, dass es sich irgendwie eine Art Schall verfängt oder ähnliches, weil wir offiziell an den Behördenstellen und Betreiberstellen nicht weitergekommen sind und auch das Gefühl hatten, dass man uns gegenüber auch nicht ganz offen und ehrlich ist, haben wir für viel Geld ein eigenes Gutachten erstellen lassen, um das belegen zu lassen. Und es war jemand hier, der bis in die tiefen Frequenzen reinmessen konnte, ab 0,5 Hertz. Und das ist die Problematik, die wir im Moment im Bundesemissionsschutzgesetz, der wir da begegnen, dass eben ab, ich glaube, 8 Hertz erst akzeptiert und gemessen wird. Wir haben bis unten runter gemessen und es kam dabei heraus, dass es in dem Schlafzimmer lauter ist als draußen. Der Gutachter hat uns deutlich darauf hingewiesen, dass wir hier sehr, sehr stark belastet sind und dass wir uns auch überlegen müssen sollen, was wir tun. Gerade dieser pulsierende Schlag ist das, was den Körper so massiv schädigt. Seitens der Stadtwerke, die als Betreiber auftreten, wurde uns ganz klar ins Gesicht gesagt, dann sind Sie 5 sensible Einzelfälle und wenn Sie auf Besserung hoffen, ziehen Sie weg. Und das wurde uns gesagt in dem vollen Bewusstsein, was für uns dahinter steckt. Dass das nicht nur ein Umzug aus einem Haus, aus einer Wohnung ist, sondern dass ein Betrieb dahinter hängt, dass eine Zukunft dahinter hängt, dass da auch eine Investition dahinter hängt. Und diese Investition ist ungleich höher zu der Anlage, die die Stadtwerke da aufgestellt haben. Denn das ist eine Investition über 3 Generationen durch Händearbeit entstanden. Ein Richter vom Oberverwaltungsgericht in Münster, wir haben uns da letztens einen Prozess angeschaut, hat dieses Phänomen der Betroffenen, das, was wir jetzt auch geschildert haben und auch empfunden haben, damit erklärt oder verglichen mit dem Placebo-Effekt bei Medikamenten. Er hat gesagt, diese Menschen, die da Belastung spüren, so wie das bei uns auch ist, die Lärm spüren oder etwas anderes, die bemerken das deswegen, weil sie neidisch sind. Denn ein Nachbar, der mit dieser Anlage Geld verdient, der hat es ja besser als diese Menschen, die diese Belastung hinnehmen müssen. Zu diesem Neidfaktor können wir aus unserer Erfahrung einfach nur sagen, so eine Odyssee, wie wir sie durchlebt haben und immer noch durchleben, macht niemand freiwillig.
auch nicht aus Neid. Ihr Privatleben wird komplett auf den Kopf gestellt, bei uns zusätzlich unser Berufsleben und gegebenenfalls auch unsere Zukunft. Sie quälen sich mit körperlicher Belastung durch einen Alltag. Die Hilflosigkeit und diese scheinbare Ausweglosigkeit fordern einen mental überdurchschnittlich, um das vielleicht milde auszudrücken. Was wir hier durchgemacht haben, die Gedanken, die Tränen, die geflossen sind. Sie haben weder Motivation für Freizeitaktivitäten, für Sport, noch für soziale Kontakte. Sie fahren das alles massiv zurück, weil sie sind mit ihren Gedanken ständig Tag und Nacht, wenn sie wach sind, mit der Sicherung ihrer Grundbedürfnisse befasst. Das Bedürfnis nach Gesundheit an allererster Stelle, nach satt zu essen und zu trinken, nach einem Dach über dem Kopf und einfach nach Sicherheit. Und wenn man an den Grundbedürfnissen angekommen ist, dann ist das ganz weit weg von Neid.